Hallo, mein Name ist Carsten Beer, ich bin von der Firma Quickwood. Quickwood gibt es seit 1975 auf dem Markt. Wir haben damals in Dänemark angefangen. Unser Gründer Bent-Mal Herb hat die Firma großgezogen. In Deutschland sind wir seit 1985. Dann kam 1990 die Niederlassung in Italien dazu und glaube ich 92 in Amerika. Mittlerweile sind wir auch seit 2007 in Rumänien mit einer eigenen Niederlassung vertreten und bedienen dadurch eben weltweit den Markt mit unseren Holzfinish- und Lackzwischenschliffmaschinen. Uns zeichnet aus die Werkzeuge, dass wir Werkzeuge und die Maschinen selbst produzieren. Dadurch sind wir halt in der Lage, sozusagen für den Kunden das optimale Ergebnis zu finden, weil wir eben genau wissen, was die Maschinen brauchen und welche Werkzeuge zu welchem Produkt passen. Ob das jetzt Fenster sind, Klappläden, wie jetzt hier zum Beispiel Türen, Treppenstufen und so weiter. Sind wir überwiegend natürlich im Holzbereich tätig, aber unsere Maschinen und Werkzeuge werden auch als OEM-Fabrikate eingebaut oder eingesetzt im Metall- und Kunststoffbereich. Da sind wir selbst nicht tätig, aber wir haben da verschiedene andere Hersteller, die dann uns praktisch als Unterstützer in Anspruch nehmen. Unser Hauptaugenmerk sind natürlich die Möbelindustrie und Fensterbauer, die also alle die Probleme haben, wenn sie grundieren oder imprägnieren, dass dann eben die Faser hochkommt und das muss praktisch zwischengeschliffen werden. Und wir bereiten das Holz vor, indem wir einen guten Holzfinish machen und danach einen schönen Lackzwischenschliff tätigen. Auch haben wir Anlagen für Hochglanz zum Polieren. Laufen einige Anlagen in Rumänien, in Deutschland und auch in Amerika, wo wir also Flächen praktisch, die vorher mit einer Breitbandschleifmaschine ganz fein geschliffen worden sind, mit Korn 1200 auf Hochglanz wieder bringen mit entsprechenden Scheiben und Polierpasten. Ja. Wir sind jetzt hier auf der Holzhandwerk von der Messe 1, also wo die Messe gegründet worden ist, sind wir schon vertreten hier, haben auf jeder Messe teilgenommen und diese Messe orientiert sich eher an kleinere Hersteller, ich sage mal zwischen 5 bis 15 Leute in etwa. Und aus dem Grund haben wir auch eine neue Entwicklung da, eine kleine Maschine, die eben halt auch den kleineren Betrieb unterstützt, professionell mit unseren Werkzeugen umzugehen. Die hat eine Arbeitsbreite von 1000 mm, gibt es auch mit 1300 mm, ist sehr kompakt gebaut, sehr klein gebaut, hat aber trotzdem die Leistung, hat eine PLC-Steuerung dabei, wo ich mit 6 Programmen arbeiten kann. Da kann ich also die wichtigsten Sachen hinterlegen. Alles ist praktisch stufenlos einstellbar in der Geschwindigkeit. Höhe kann ich einstellen, den Vorschub stufenlos, die Oszillation stufenlos und auch die Teller stufenlos einstellen kann und kann dann die Parameter entsprechend abspeichern. Die Maschine, die ist eben halt gedacht, wie gesagt, für kleinere Betriebe, die jetzt vielleicht nicht den ganzen Tag die Maschine brauchen, aber trotzdem sehr schnell damit arbeiten können. Nur mal so als Überblick, wir können ungefähr 300 Türen im Maß 60 auf 60 cm pro Stunde damit bearbeiten, ohne Probleme. Ja. Die muss nicht 8 Stunden laufen, aber wenn man sich ausrechnet, wie lange man braucht von Hand zu schleifen, dann rechnet sich die Maschine sehr, sehr schnell im Prinzip. Ja. Dann haben wir natürlich als wichtigst, dann haben wir natürlich Handgeräte, ja, für Fensterbereich zum Beispiel oder auch für Türen mit tiefen Profilen, wo ich nicht so leicht reinkomme. Wir haben hier Schleifwerkzeuge, die wir in Heidenheim herstellen, die modular sind. Wir setzen ausschließlich als Stützbürste Sisal ein, also Mexiko-Fieber. Es gibt Marktbegleiter, die hier Kunststoffprofile oder Kunststoffbürsten drin haben, die aber den Nachteil haben, dass sie sich nach einer gewissen Zeit umlegen und auch in der Position bleiben, also keine Stützwirkung mehr leisten. Und das Naturprodukt liefert immer die Stützwirkung. Wir haben die Möglichkeit, hier verschiedene Schlitzbreiten anzubieten. Wir fertigen im 25 mm Raster, weil die Aufnahmen, da gibt es 4 Aufnahmen mit verschiedenen Anzahl von Streifen. Wir können hier das Werkzeug wechseln. Also man hat die Möglichkeit zu sagen, okay, die Bürste ist noch gut, die hält oftmals 3-4 Mal.
Ich kann das Schleiflein abziehen, kriege das Schleiflein nachgekauft mit Tape und Folie, klebe das wieder an diese Stelle hin und schiebe das in das System ein und kann damit problemlos arbeiten. Und sowas kann ich natürlich auch auf die Handgeräte montieren. Überhaupt gar kein Problem, das zu machen. Wir haben hier eine Maschine beispielsweise für Formteile, für Stuhlelemente oder geschwungene Sachen oder Kleinstteile, Spielswaren, wo ich das nur reinhebe. Auch hier kann ich die Geschwindigkeit stufenlos einstellen, sodass ich immer das beste Schleifergebnis finden kann. Ja. Also weil ich brauche unterschiedliche Geschwindigkeiten, einmal wegen der Abnutzung von den Werkzeugen natürlich und einmal auch, ob ich jetzt zum Beispiel einen Zwischenschliff mache oder scharfe Kanten habe und vorsichtig sein muss. Deswegen sind alle unsere Maschinen haben eine stufenlose Verstellung der Spindelgeschwindigkeit. Ja. Das ist für uns praktisch extrem wichtig. Ja. Auch die Drehzahlen von diesen Bürsten ist nicht sehr hoch im Live-Betrieb. Normalerweise arbeiten die in dem Bereich zwischen 200 und 500 Umdrehungen nur. Also es ist relativ langsam schonen. Bedeutet auf der anderen Seite sehr lange Standzeiten. Also wir haben Werkzeug, in den großen Durchlaufmaschinen können wir teilweise um die 2000 Arbeitsstunden versprechen, wo die Kunden dann mit Einsatzwerkzeuge arbeiten können.